Liebe Freunde, sage ich jetzt, wir sind so im intimen Kreis. Ich begrüße Sie sehr herzlich, dass wir uns ein bisschen über Rudolf Steiner unterhalten können und was sein Denken, seine Geisteswissenschaft für unsere Zeit heute bedeutet und wie wir eine Brücke vielleicht finden können zwischen dem Denken unserer Zeit und dem, was Rudolf Steiner daraus eigentlich weiterentwickelt hat. Und es ist ja so, dass Rudolf Steiner seine erste Schrift waren die Einleitungen zu Goethes naturwissenschaftlichen Schriften. Also er hat begonnen, sich mit Goethe zu beschäftigen, mit den naturwissenschaftlichen Arbeiten von Goethe. Und Goethes naturwissenschaftliche Arbeiten haben einen etwas anderen Charakter als die herkömmliche Naturwissenschaft schon zu seiner Zeit auch hatte. Weil Goethe eben viel weniger als die herkömmliche Naturwissenschaft vom abstrakten Denken ausgegangen ist, sondern sehr stark auf die Beobachtung der einzelnen Phänomene gegangen ist. Und er wollte eigentlich nicht eine Wissenschaft haben, die die Phänomene mit allen möglichen Theorien durchsetzt, sondern er hat gemeint, die Phänomene selber müssen sich aussprechen. Ich muss halt schauen, dass ich von komplizierten Erscheinungen, die ich in der Natur finde, zu einfacheren Erscheinungen komme, zu ganz grundlegenden Erscheinungen, die ich unmittelbar einsehen kann in ihrem Entstehen, in ihrem Zusammenhang. Also zum Beispiel Goethes Farbenlehre, die von den meisten Physikern heute im Grunde nicht verstanden wird, als Kuriosum empfunden wird, weil wie entstehen Farben aus der Sicht des Physikers? Der Physiker sagt, gut, das sind elektromagnetische Wellen. Das kann man nachweisen, dass die mit Lichtgeschwindigkeit sich eben bewegen und je nachdem, welche Frequenz diese Wellen haben, welche Wellenlänge sie haben, je nachdem erscheinen bestimmte Farben oder auch etwas, was über den sichtbaren Bereich hinausgeht, ins Ultraviolette oder hinunter ins Infrarote, aber das seien alles also elektromagnetische Wellen. Ja, ist natürlich sehr gut belegt durch viele Versuche, ist sicher nicht ganz von der Hand zu weisen. Die Frage ist nur, was hat es mit den Farben und mit dem Farberlebnis, das wir haben, überhaupt zu tun? Weil wenn man nicht wüsste, dass eine elektromagnetische Welle von 640 Nanometer zufälligerweise rot erscheint, für uns würde man nie darauf kommen. Also wir müssen es eigentlich erleben können, um dann nachher den Zusammenhang herzustellen. Aus der Gleichung für die elektromagnetische Welle wird man niemals zu dem kommen, was das Erlebnis einer Farbe ist. Und Goethe ging es vor allem um dieses Erlebnis der Farbe und wie das gesetzmäßig zusammenhängt. Er wollte ja eigentlich eine Farbenlehre vor allem für Maler machen. Er war ja selber angehender Maler und hat lange gebraucht, bis er sich entschieden hat, ist mein künstlerisches Haupttalent auf dem Gebiet der Malerei oder liegt es mehr auf der Dichtung? Und er hat sich erst relativ spät entschieden, sich mehr auf die Dichtung zu stürzen und man merkt aber seinen Dichtungen, sei es Gedichte selber oder auch seine Dramen, sehr stark diesen bildhaften Charakter an, der ist unheimlich stark bei ihm. Also macht man sich nur die Faustdichtung hernehmen, das ist eine so reiche Bildersprache. Also das heißt, Goethe denkt auch in Bildern, in anschaulichen Bildern. Naja, wie ist Goethe da vorgegangen? Er hat sich gefragt, wie entsteht Farbe? Ich nehme einmal die Sonne, also ich kann einmal unterscheiden zwischen Licht und Finsternis. Also ganz einfach in der Natur, in der Nacht ist es relativ finster, wenn die Sonne nicht scheint und der Mond auch nicht scheint. Überhaupt, wenn man irgendwo im Hochgebirge ist, also dann sieht man zwar die glänzenden Sterne ganz rein und groß, aber dazwischen ist es stockschwarz. Ich habe das einmal erlebt, also in Kreta am Idergebirge oben ganz abseits aller Dörfer, da war die Nacht so schwarz, dass man nicht gesehen hat, wo die Berge, der Boden in den Himmel übergeht. Also man hat wirklich vorher genau mit den Autoscheinwerfer schauen müssen, dass man nicht irgendwo runterfällt und sicher wo steht. Es war nicht zu unterscheiden, wo der Erdboden in den Himmel übergeht. Und darin waren halt dann
die leuchtenden Sterne, die ich schwör Ihnen, die ausgesehen haben, als wären sie solche Feuerräder. Und man dachte, man kann sie mit Händen greifen. Also es war ein Spazierengehen auf dem Weg, wo man sicher war, dass nichts passieren kann. Man glaubte, man geht durch den Sternenhimmel durch. Aber stockschwarz die Nacht. Also der Himmel in der Nacht ist stockdunkel. Bei Tag sieht es anders aus. Bei Tag kommt erst einmal die Sonne. Nehmen wir jetzt, bevor wir den Sonnenaufgang besprechen, die Mittagssonne. Wenn ein ganz klarer Himmel ist, dann ist sie wirklich fast strahlend weiß. Und man kann kaum hineinschauen in das Sonnenlicht. Das ist auch gar nicht zu empfehlen, weil dann das für die Augen durchaus schädigend ist, wenn man länger hineinschaut. Und der Himmel bekommt aber eine bläuliche Färbung. Wir kennen das, wir haben heuer öfters diesen fast azurblauen Himmel gehabt. Woher kommt das? Jetzt sind Farben auf einmal da. Also die schwarze Nacht, die weiße Sonne, bei Tag blauer Himmel. Wie schaut es denn am Morgen aus? Wenn die Sonne sich langsam erhebt, also wenn die Nacht sich beginnt aufzuhellen. Das Interessante ist, bevor überhaupt noch Sonnenaufgang ist, aber es schon nahe hingeht, wenn Sie genau beobachten, sehen Sie am Horizont, dort wo die Sonne kommen wird, einen grünlichen Streifen. Das ist ganz typisch. Grünlicher Streifen, so lindgrün irgendwie so. Und dann langsam wird es heller, dann mischt sich was Gelbliches hinein, immer noch bevor so die Scheibe wirklich sichtbar ist, und dann tritt sie selber hervor, die Sonne. Zuerst ziemlich tiefrot, und je höher sie steigt, geht es ins Orange über, ins Gelbliche, und eben wenn sie dann bis zum Mittag kommt, geht sie ins Weiße über. Also eine ganze Skala von Farben, die da entsteht. Also wenn die Sonne sichtbar wird, eben vom Rötlichen, vom ziemlich tiefrötlichen, übers Orange, übers Gelbliche bis dann zum Weißen auf der Mittagshöhe, sofern es wolkenfrei ist, der Himmel. Wenn Wolken sind, kann sie die Sonne dann natürlich auch bei Tag abdunkeln, dann wird sie auch eher gelblicher. Also wenn Sie schauen, wenn sie so ein bisschen durch die Wolken durchschaut, sehen Sie keine weiße Sonne mehr, sondern sie ist gelblich. Also sagte sich Goethe, wie passiert denn das? Was passiert denn da, wenn die Sonne gerade am Horizont aufgeht? Dann scheint sie also ganz nahe durch die erdnahen Schichten, also der Oberfläche der Erde entlang sozusagen. Und sie macht einen weiten Weg durch die ganzen Dünste, die da in der untersten Schichte drinnen sind. Und wenn das Sonnenlicht, das eigentlich weiß ist, ganz grell ist, abgedunkelt wird durch diese Dünste, dann verfärbt sich's. Je stärker es abgedunkelt wird, desto mehr ist es rötlich. Je schwächer die Verdunklung wird, dann geht es ins Orange über, ins Gelbe über, und schließlich, wenn die Verdunklung ganz weg ist, dann kommt das reine Weiß hervor. Das heißt, Farbe entsteht dadurch, dass reines weißes Licht abgedunkelt wird. Durch etwas durchscheint, dass das Licht abdunkelt. Man könnte das... Haben wir Papier da? Ich weiß nicht, ob es gut funktionieren wird. Ich habe da ein Lamperl drauf. Man kann das machen, wenn man durch ein Papier eine Lampe abdunkelt. Vielleicht funktioniert es. Ja, es ist nicht stark genug. Und nein, es funktioniert nicht. Es hat nämlich zwei Gründe. Erstens ist das Licht sehr blaustichig, das da drin ist, und das Papier hat auch noch optische Aufheller, damit es nämlich weiß erscheint, weil normales Papier schaut immer vergilbt aus, selbst wenn es noch frisch ist. Da das aber heute die Menschen stört irgendwo, gibt man optische Aufheller hinein, die dem Ganzen eine Blautönung geben.
Die Blautönung mit dem Gelb zusammen ergibt den Eindruck eines weißen Lichtes. Also wir müssen ein Naturpapier nehmen. Also leider kann ich es Ihnen nicht zeigen. Aber Sie können es zu Hause probieren, wenn Sie zufälligerweise irgend so ein altes Papier haben, das noch wirklich ein Naturpapier ist, das nicht diese Aufheller drinnen hat. Und am besten geht es mit einer normalen Taschenlampe, die eine Glühlampe ist, nicht diese LED-Lampen. Die haben nämlich auch einen unheimlich starken Blauanteil drinnen, der im Sonnenlicht nicht vorhanden ist. Also das weiße Sonnenlicht ist nämlich, enthält in sich das Potenzial, alle Farben erzeugen zu können. Ich sage ganz bewusst, hören Sie genau auf meine Worte, ich sage, sie hat das Potenzial in sich, alle Farben erzeugen zu können. Ich sage nicht, das weiße Licht enthält alle Farben. Das ist ein Unterschied. Aber das Licht erzeugt zum Beispiel die roten Farbtöne, wenn es stark abgedunkelt wird. Es geht bis zu einem ganz dunklen Rot, bis schließlich gar kein Licht mehr durchkommt, dann wird es finster natürlich. Oder wenn ich die Verdunklung schwächer mache, hält sich's auf. Da haben wir also die Farbtöne von Rot bis Gelb. Wie schaut's mit dem Himmel aus? Warum ist der Himmel blau? In der Nacht ist er kohlschwarz, zumindest wenn kein Streulicht in der Umgebung ist. Also bei uns kann man das kaum erleben. Aber damals, also auf Kreta im Ida-Gebirge, war das ganz schwarz. Schwärzer geht's gar nicht. Also, aber wenn ich einen dunklen, schwarzen Hintergrund habe, wieder etwas Trübes davor, die Atmosphäre nämlich, und diese Atmosphäre jetzt vom Sonnenlicht durchleuchtet ist, dann hält sich das Dunkle auf. Es hält sich auf, es wird zuerst so, vom Schwarzen geht es über in ein ganz dunkles Violett. Das Violett wird heller, wenn die Trübung schwächer wird. Wenn die Trübung stärker eigentlich wird. Nicht, weil wenn es ganz ungetrübt ist, ist schwarz einfach. Aber es ist eine Trübung da, aber sie muss durchleuchtet sein vom Sonnenlicht. Dann hält es sich auf über das Violett, Indigo, dunkleres Blau, helleres Blau. Und Sie wissen ja, wenn der Himmel so ein bisschen leicht bedeckt ist, dann hat man nicht dieses Azurblau am Himmel, sondern dann ist es eben dieses helle Himmelblau irgendwo. Also es wird immer heller, bis schließlich dann irgendwann die Wolken überhand nehmen und dann ist es weißlich. Also das heißt, Goethe hat entdeckt, wenn ich Dunkles aufhelle, entstehen die Farbtöne von Violett bis Blau. Wenn ich Helles abdunkle, entstehen die Farbtöne vom Roten bis zum Gelben. Fehlt uns was? Das Grün. Das Grün. Das Grün, obwohl wir festgestellt haben, also versuchen Sie es einmal zu beobachten, da muss man allerdings wirklich zeitig aufstehen. Also das geht so eine halbe, dreiviertel Stunde vor Sonnenaufgang ungefähr. Dann ist im Osten, wo die Sonne aufgeht, ist dieser grünliche Streifen da. Das Grün entsteht nämlich, indem sich jetzt das Gelb mit dem Blau mischt. Und genau das passiert, bevor diese eigentliche Sonnenscheibe da ist. Da kommt zwar schon das Licht von unten, das abgedunkelt wird. Es scheint zwar noch nicht ganz zu uns, aber es mischt sich oben mit dem Schwarzen, das zum Blau aufgehellt wird. Und jetzt mischt sich das Gelbliche mit dem Bläulichen und dadurch entsteht dieser grünliche Streifen. Also das heißt, Grün ist eine Mischfarbe, die aus den beiden polaren Gegensätzen herausgebildet wird. Ich möchte da was dazu sagen. Ja. Und zwar für die Maler. Ja. Das ist immer der Regenbogen.
das Beispiel für die Farben. Also mit dem hellen Grün, wie du jetzt sagst, ja, richtig. bis Blau gehend und bis ins Dunkelviolett. So ist es, ja. Nur Goethe baut es noch systematischer in gewisser Weise auf, indem er eben diese beiden Enden oder den unteren Rand und den oberen Rand vom Regenbogen eigentlich noch sieht, dass das durch zwei gegensätzliche Prinzipien entsteht. Und dass das Grün eben nicht wie die anderen Farben ist, sondern dass das nur durch die Mischung entsteht, der Eindruck. Und ein Ähnliches kann ich erleben, wenn ich zum Beispiel durch ein Glasprisma durchschaue. Da muss ich auf eine Kante schauen, also wo ein Übergang ist, vom Dunklen ins Helle oder vom Hellen ins Dunkle. Dann sehe ich an einer Kante immer nur entweder die gelb-roten Farbtöne, also eigentlich fängt es rot, vom Dunklen übergehend ins Helle, rot, orange, gelb. Kein Grün, keine Blautöne. Auf einer entgegengesetzten Kante, wenn es jetzt von unten vom Dunklen ins Helle übergeht, sehe ich genau das Gegenteil. Es geht vom Dunklen übers Violett, Indigo ins Blau über. Kein Grün. Kein Grün. Wird uns oft weiß gemacht, nicht? Ein Prisma zerlegt das Licht in die Regenbogenfarben. Stimmt nicht. Goethe hat das so lange geglaubt, bis er das erste Mal ein Prisma in der Hand gehabt hat. Dann hat er eine weiße Wand angeschaut und die weiße Wand war weiß. Nichts anderes als weiß. Keine Gegenfarbe? Nix, gar nichts. Rein weiß. Nur dann ist ihm aufgefallen, wo eine Kante ist, dort entstehen Farben. Wo ein Übergang vom Weißen ins Dunkle ist. Überall dort entstehen Farben, nur dort. Also keine Rede davon, dass das Weiße zerlegt würde in Regenbogenfarben. Und das Grün entsteht eben nur dann beim Prisma, wenn ich diese untere Kante, wo jetzt angenommen die blauen Farbtöne entstehen, und die obere Kante, wenn ich die immer mehr zusammenschiebe, bis schließlich so ein enger Spalt entsteht, dass in der Mitte sich Gelb mit Blau zum Grün mischt. Dann habe ich die Regenbogenfarben. Das macht man in der Physik, wenn man durch ein Prisma die Regenbogenfarben erzeugen will. Da macht man nämlich einen ganz engen Spalt. Würde man diesen ganz engen Spalt nicht machen, dann würde man nur die einzelnen Kantenspektren haben, also rot bis gelb, violett bis blau. Kein Grün drinnen. Also das heißt, Goethe hat einfach aufmerksam beobachtet. Und hat dann gesagt, der Newton, der als erster diesen Versuch mit dem Spalt und dem Prisma gemacht hat und das gesagt hat, aha, das weiße Licht wird aufgespalten in die Regenbogenfarben, der Newton hat Unrecht. Er hat nicht genau genug beobachtet. Er hat einfach eine bestimmte Versuchsanordnung gemacht und hat gleich daraus eine Theorie gesponnen. Weißes Licht wird zerlegt in Regenbogenfarben. Das stimmt nicht. Sondern die Farben entstehen entweder dadurch, dass Licht abgedunkelt wird oder Finsternis aufgehellt wird. Also diese zwei Gegenpole von Licht und Finsternis sind immer notwendig, damit dieses ganze Farbspektrum entsteht. Abgesehen davon ist im normalen Farbspektrum sind bestimmte Farbtöne, die wir aber durchaus erleben können, nicht drinnen. Die Regenbogenfarben gehen also vom Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett, das sind die 7 Grundregenfarben. Eine Farbe gibt es nicht drinnen. Es gibt kein reines Rot. Das Rot, das nämlich da entsteht, ist immer ein Gelbrot. Es hat immer so einen schwach gelblichen Stich. Das reine Rot, Goethe nennt es auch Pfirsichblüt, oder heute, damit Sie wissen, welche Farbe genau gemeint ist, weil den Namen kennt man halt besser, heute sagt man Magenta dazu. Kennen Sie die Farbe Magenta?
Die Handyfirma T-Mobile hat das als Werbefarbe. Das ist ein, bitte? Das ist mehr pink, oder? Ja, pink. Man kann sagen, es ist pink, Purpur, Magenta, Pfirsichblüt, das sind alles verschiedene Schattierungen davon. Die Farbe entsteht im normalen Regenbogen nicht, die gibt es in den Regenbogenfarben nicht. Ich kann es aber durch einen Trick erzeugen. Wenn ich jetzt eine weiße Wand hernehme und nicht oben was Dunkles, unten was Dunkles habe, sondern jetzt einfach einen dünnen schwarzen Streifen auf die Wand male, dann überlagern sich dieser rot-gelbe Teil und der violett-blaue Teil in umgekehrter Folge, sodass sich jetzt das Violett mit dem gelb-roten mischt. Und dann entsteht die Pfirsichblütfarbe. Und die ist, wenn man es namentlich durch so ein Prisma anschaut, die ist unheimlich energiegeladen und strahlend von der Wirkung. Die, auf gut Wienerisch, haut einem das Auge ein. Die ist so lebendig, dass man glaubt, also die wurdelt richtig. Im Druck zum Beispiel kann man die gar nicht wirklich richtig wiedergeben. Die muss man wirklich am Licht erleben. Dann merkt man, dass die ganz intensiv ist, ganz lebendig ist, im Gegensatz zum Grün, das eigentlich sehr beruhigend ist. Das Grün ist eigentlich nicht so was so richtig wurdelt, sondern was eher beruhigt. Und dieses Pfirsichblüt, wie es Goethe nennt, ist was ganz, ganz Energiegeladenes. Aber Goethe sagt dann, na gut, also wenn der Newton recht hätte, dann müsste er sagen, jetzt zerlege ich die Finsternis, das Schwarze, durch mein Prisma. Dann habe ich nämlich ein umgekehrtes Spektrum. Dann geht es jetzt plötzlich von Gelb, Orange, Rot, Magenta in der Mitte, weiter zu Violett, Indigo und Blau. Das ist das genaue Gegenbild zum Regenbogen. Das sind die Gegenfarben eigentlich. Also das Gegenbild vom Regenbogen, etwas ganz anderes. Also ich wollte das nur so als Einstieg, als Beispiel geben, wie anders man die Natur herangehen kann. Also wenn man aufmerksam beobachtet, wenn man nicht gleich sagt, ich mache eine Theorie. Weil der Newton ist hergegangen, hat das erste das Prisma gesehen, und gesehen, durch meine Fensterläden mit der Windschau, Regenbogen kommt da raus, wenn ich auf die Spalten schaue. Klar, weil da ist ein schmaler Spalt, da überlappt sich alles, da entsteht das Grün. Und daraus folgt sogleich die Theorie, mit Hilfe des Prismas kann ich weißes Licht in die Regenbogenfarben zerlegen, folglich besteht das Licht weißes Licht besteht aus den Regenbogenfarben. Das kommt aus dem Denken, nicht aus der Beobachtung. Weil er hat eigentlich nur einen einzigen Fall beobachtet im Grunde und den schon für die Totalität genommen. Goethe war ihm genau der Umgekehrte. Der hat gesagt, Theorien, ich brauche keine Theorien. Ich schaue mir die Welt so lange an, bis ich die einfachsten Grundphänomene finde und aus denen baue ich mir nach und nach halt die komplexeren Erscheinungen auf. Und daher kann das, so wie es Goethe schildert, kann niemals falsch sein. Es kann schlecht beobachtet sein, dann habe ich jetzt schlecht hingeschaut. Aber wenn es gut beobachtet ist, schildere ich eigentlich nur Tatsachen. Und ich baue keine Theorie auf, sondern ich gebe nur aber einen jetzt gedanklich fassbaren Weg, der von einfachen zu immer komplizierteren Phänomenen geht. Also das war der Einstieg, mit dem sich Rudolf Steiner beschäftigt hat. Das ist zum Beispiel etwas, wenn wir es im Unterricht machen mit den Schülern oder so, ein ganz anderer Zugang, ein ganz anderer Einstieg zum Beispiel in die Physik, in die Optik,
in den Umgang mit den Farben, als wenn ich anfange, Ihnen gleich zu erzählen, na, da gibt es elektromagnetische Wellenlängen. Wer hat schon eine elektromagnetische Wellenlänge gesehen? Wer hat eine elektromagnetische Welle gesehen? Also ich nicht. Man wird so sein, man sagt, es sind welche. Ich bezweifle nicht, dass da elektromagnetische Vorgänge stattfinden, aber die sind gerade das, was ich nicht sehe. Das ist so, ich gebe Ihnen jetzt ein anderes Beispiel, wenn uns die Gehirnforscher erklären wollen, also Gedanken sind Gehirnvorgänge. Mag schon sein, dass das Gehirn tätig ist, wenn wir denken, will ich gar nicht bestreiten. Aber haben Sie schon Gehirnvorgänge erlebt, wenn Sie denken? Ja, manchmal, wenn man sie anstrengt, kriegt man Kopfweh, aber das ist nicht unbedingt erkenntnisfördernd. Also, der Punkt liegt daran, dass Dinge miteinander verwechselt werden. Daher sagt Rudolf Steiner dann noch sehr deutlich, man kann sehr gut über das Denken sprechen, ohne mit der Gehirnphysiologie in Kollision zu geraten. Das heißt, ich brauche eigentlich gar nicht aufs Hirnkastel schauen, wenn ich über das Denken sprechen will. Erforscht doch bitte lieber mal die Eigenschaften des Denkens selber, lernt es beobachten und nehmt es nicht so selbstverständlich. Ebenso wie es Goethe einmal mit der äußeren sinnlichen Beobachtung gemacht hat. Also das heißt, wenn wir zu einem lebendigen Denken kommen wollen, müssen wir es eigentlich so ähnlich machen, wie es der Goethe mit der äußeren Beobachtung gemacht hat. Wir müssen jetzt innerlich beobachten lernen, unser eigenes Denken. Vielleicht kommt man dann auf neue Erkenntnisse. Aber ich sage sehr deutlich, das Denken beobachten und nicht einfach fertige Gedanken. Weil die haben wir alle normalerweise im Kopf. Also das Ganze, was wir im Alltag denken, sind im Grunde fertige Gedanken. Wir haben bestimmte Begriffe, Baum, Blume, Stein. Aha, der Baum ist auch eine Pflanze, ist logisch gedacht und richtig, aber es sind lauter fertige Gedanken. Wenn ich Sie jetzt frage, was ist der Begriff Pflanze? Was ist das? Ja, Botaniker können sicher irgendeine Definition dafür geben, was eine Pflanze ist. Die reicht aber lange nicht aus, um eine Pflanze zu verstehen, in Wahrheit. Es sind fertige Gedanken. Ich meine, wie erwerben wir uns als Kind die ersten Begriffe? Ja, indem wir bestimmte ähnliche Dinge immer wieder sehen, am Ball, den wir vielleicht zu schenken gekriegt haben. Mit der Zeit hören wir das Wort dazu, Ball, wir lernen es nachsprechen und sagen Ball. Also wir haben ein bestimmtes Bild dazu, das ist sowas Rundes. Wir lernen mit der Zeit, der muss nicht unbedingt so rot wie meiner sein, der kann auch grün sein oder kann blaue Flecken drauf haben, aber sowas Rundes, was hüpft, ist ein Ball. Ist das der Begriff eines Balles? Ich frage Sie nur, ist das schon wirklich der Begriff eines Balles? Habe ich da schon alles davon? Oder ist es noch mehr? Eigentlich habe ich ein Wort, einen Namen, der etwas Bestimmtes bezeichnet, was ich sinnlich wahrnehmen kann, von dem ich mir auch von mir aus eine innere Vorstellung bilden kann. Sie können den Ball anschauen, können dann die Augen zumachen, können versuchen, sich ein inneres Bild zu machen. Merkt man gleich, das innere Bild ist verdammt blass gegenüber dem, was ich da wirklich vor mir sehe, wenn ich die Augen offen habe. Probieren Sie es einfach, schauen Sie irgendwas an und versuchen Sie sich jetzt innerlich das Bild zu machen, wie schaut das aus. Es ist bei einzelnen Menschen unterschiedlich, ob sie überhaupt eine Bildvorstellung zusammenbringen oder ob sie nur eine Art innere Bildbeschreibung haben. Wir haben oft nur, aha, ja, da ist sowas, das ist silbern, so eckig, das ist die Leuchte da.
Also Sie können das selber für sich, müssen es für sich entscheiden, ob Sie es innerlich sehen, wenn Sie die Augen zumachen, oder ob Sie es innerlich nur eine verbale Beschreibung davon haben. Sind verschiedene Möglichkeiten, aber Sie haben jedenfalls eine Erinnerung an das, was draußen war, wenn Sie auch die Augen zumachen. Der Begriff hat, oder das, was wir zunächst als Begriff bezeichnen, hat etwas zu tun mit diesen Vorstellungsbildern. Nicht wahr? Wir können uns den Begriff jetzt dieser Lampe oder dieses Balles auch vergegenwärtigen, wenn er gerade äußerlich nicht vorhanden ist. Aber dann ist es eben nicht in seiner sinnlichen Realität da, sondern abgeblasst. Vielleicht überhaupt nur als Wort. Wie sagt der Mephisto, mit Worten lässt sich trefflich streiten, mit Worten ein System bereiten. An Worte lässt sich trefflich glauben, von einem Wort lässt sich kein Jota rauben. Worauf der Schüler, dem er das erklärt, sagt, aber ein Begriff muss bei dem Worte sein. Und der Mephisto sagt, ja, aber man muss sich nicht zu sehr anstrengen. Also in Wahrheit, vieles, was wir heute als Begriff bezeichnen, ist nichts anderes als ein Wort für eine sehr vage Vorstellung, die wir haben. Das ist weit weg von wirklichem Denken. Ich wage zu behaupten, gerade heute im Zeitalter des Intellektualismus, wir leben in einem sehr intellektuellen Zeitalter, wird so wenig gedacht wie noch nie. Wenn ich wirklich fassen will, zum Beispiel den Begriff der Pflanze, dann ist eine in 2 Sätzen gefasste, in Worte gefasste Definition ist nichts. Es ist nichts. Es ist völliges Abstraktum. Das ist im Grunde kein Begriff, das ist nicht einmal der Schatten eines Begriffs. Ich erfasse das Wesen, was eine Pflanze ausmacht, damit nicht. Überhaupt nicht. Und ich erfasse das Wesen einer Pflanze auch dann nicht, wenn ich dann als Naturwissenschaftler natürlich herangehe und jetzt die Pflanze zergliedere in 100.000 Teile bis auf die Zellebene hinunter und noch weiter hinunter bis auf die Erbanlage, die da innen ist, dann habe ich halt 100.000 so kleine Teile, habe Worte dazu und Sätze, Definitionssätze dazu und sie sagen mir über die Pflanze nichts. Rein gar nichts. Wir haben nur dann das, was der Mephisto so schön sagt, dann hat man die Teile in seiner Hand, fehlt leider nur das geistige Band. Unser Denken ist eines, das heute, oder was wir Denken nennen heute, ist im Großen und Ganzen etwas, was das eigentliche Denken nicht mehr erleben kann. Ich sage das ganz dezidiert. Der Übergang findet sich etwa vom Mittelalter zur Neuzeit. Kurz vorher, in der Hochblüte der Scholastik, die Scholastik waren also die hochmittelalterlichen kirchlichen Denker vor allem, da gab es 2 Richtungen. Es gab die Realisten, unter denen hat man aber ganz was anderes verstanden, als man heute unter Realisten versteht. Realisten waren die gesagt haben, das Denken, die Idee ist das eigentliche Reale, aus dem alles entsteht. Weil sie innerlich noch erleben konnten, geistig. Und sie sagten, das, was ich da erlebe, das macht die Erscheinungen da draußen. Es ist realer als die sinnliche Wahrnehmung, in Wahrheit. Das ist das letzte Zipfel. Der Platon hatte das sehr stark, also wenn wir jetzt weiter zurückgehen, Platons Ideenlehre, der lebte ganz stark in diesem und hat ganz deutlich gesagt, die sinnlichen Erscheinungen, das ist Schein, das ist viel schwächer, das ist äußere Erscheinung, da ergreife ich das Innere nicht. Wenn ich eine Pflanze bloß äußerlich anschaue, sagt, die hat grüne Blatteln und da oben sind ein paar bunte Blatteln, aha, das sind die Blütenblätter, dann weiß ich doch nichts von der Pflanze.
Aber wenn ich mich in die Idee der Pflanze einlebe, dann kommt so eine Fülle. Dann kommt die ganze Fülle dessen, was diese Pflanze baut. Das ist nur die Frage, wie kommen wir heute an das heran? Weil für uns ist der Begriff einfach ein Wort und eine kurze Definition, nicht mehr. Wie komme ich an das heran? Nun gehen wir wieder zum Goethe. Der konnte das nämlich. Indem er sich sein Leben lang mit Pflanzen beschäftigt hat, selber Pflanzen vom Samen aus aufgezogen hat und eben auch dabei studieren wollte, was macht denn eine Pflanze wirklich aus? Eine lebende Pflanze, nicht eine, die ausrupft und die Blätter herunternehme, abzähle und sage, aus welchen Teilen besteht die Pflanze, sondern was macht dieses Leben der Pflanze aus? Wenn die aus dem Samenkorn, das fast wie ein Mineral ausschaut, wenn dann Feuchtigkeit dazukommt, die Wärme dazukommt, das Licht ein bisschen dazukommt im Frühjahr, wenn da das erste Keimblatt herauskommt, wenn dann der Spross sich daraus erhebt, was passiert da? Ich beobachte. Dasselbe, was er vorher bei den Farben gemacht hat, macht er da. Ich beobachte die Pflanze Schritt für Schritt, was sie tut, wenn sie lebt. Nicht, ich schaue die fertige Pflanze an, die fertige Rose, sondern ich schaue an, was passiert, wenn sie wirklich aus dem Keim herauswächst. Ich verfolge das. Immer wieder, immer wieder. Ja, wenn man das beobachtet, was sieht man denn? Also es kommt einerseits dieser Spross heraus in der Mitte, es geht nach der Seite, bilden sich diese Stängel nach der einen, nach der anderen Seite, die sich auffächern zu Blättern. Unten noch sehr einfach, wenn man die untersten Blätter anschaut, die sind noch sehr einfach gebaut. Überhaupt die ersten Keimblätter, die sind ganz einfach und weich, noch sehr ungestaltet. Je weiter sich das auszudehnen beginnt, desto deutlicher kommt eine ganz markante Blattgestalt heraus, typisch für die jeweilige Pflanze. Wenn es aber jetzt weitergeht, fangen die an, sie wieder zurückzuziehen. Es kündigt sich ein Zusammenziehen an. Es kündigt sich eigentlich schon vorher mal ein bisschen an, weil der Spross hat ja auch, bildet einen Knoten, von dem Knoten geht der Stiel weg mit den Blättern. Dann kommt der nächste Knoten. Manchmal kommen aus einem Knoten mehrere heraus, je nach Pflanze. Manchmal ist es der Höhe nach gestaffelt. Also immer dieses einmal aufstreben, sich ausbreiten, zusammenziehen. Ausbreiten, zusammenziehen. Das erreicht jetzt einen gewissen Höhepunkt einmal bei den Laubblättern, wo sie in ihrer markantesten Gestalt da sind, dann zieht sich's wieder zurück und dann kommt der Blütenkelch. Die Kelchblätter, wenn Sie sie vergleichen jetzt mit diesen Laubblättern, die da unten sind, die sind wieder ganz einfach gestaltet. Viel strukturloser, viel simpler, kleiner auch. Und dann bricht aber aus diesen Kelchblättern die Blüte hervor, die Blütenblätter. Es ist wieder eine Ausdehnung da. Die Blätter sind aber anders. Sie sind feiner. Die Laubblätter sind viel härter, viel kräftiger, viel grün vor allem. Die Blütenblätter sind ganz zart, ganz weich, farbig. Also eine andere Qualität. Trotzdem, wenn man genau beobachtet, sieht man, die Form, die diese Blütenblätter hat, ist zwar nicht dieselbe wie die der Laubblätter, aber sie haben eine Formverwandtschaft. Es wächst nicht aus einer Pflanze, die ganz bestimmt gebaute Laubblätter hat, irgendein beliebiges Blütenblatt heraus. Und es besteht eine Formverwandtschaft. Es ist also eine bestimmte Form, die sich aber verwandelt. Die sich verwandelt, aber trotzdem ein Grundprinzip, das durchgeht.
Das hält sich sogar dann weiter, wenn jetzt die nächste Zusammenziehung kommt, in der Blüte selber drinnen, wo jetzt die Staubfäden entstehen. Die Staubfäden sind nämlich auch nichts anderes als verwandelte Blätter. Das war Goethes große Entdeckung. Die Pflanze ist von unten bis oben Blatt. Aber Blatt, das sich immer wieder verwandelt. In den Staubgefäßen ist jetzt so ganz zusammengerolltes Blatt sozusagen, ganz fein, nur oben vielleicht so ein kleines Ding, was an ein normales Blatt erinnert. Aber es ist das Blattprinzip jetzt in eine Extremform gebracht. Und innen der Stempel mit der Fruchtknoten, mit dem Stempel, wo die Befruchtung stattfindet. Auch in Wahrheit ein umgewandeltes Blatt. Dieser Stempel, dieser Fruchtknoten, der dehnt sich dann aus, letztlich zur Frucht, wieder eine Ausdehnung, und im Inneren bilden sich die Samen, wieder eine Zusammenziehung. Also das heißt, wenn ich die Pflanze verstehen will, habe ich diesen rhythmischen Prozess, also Hinausstreben, Ausdehnung, Zusammenziehung, Hinaufstreben, Ausdehnung, Zusammenziehung, noch einmal hinaufstreben, Ausdehnung, zur Frucht schließlich und im Innern die Zusammenziehung zum Samen, der unter Umständen ganz winzig sein kann. Das berühmte Senfkorn, der Samen, also des Senfs, ganz was Kleines, hart, dauerhaft, fast mineralisch, fast tot, fast, nicht ganz. Man hat sogar ja in den ägyptischen Gräbern Samen gefunden, nach 2000, 3000 Jahren, die noch keimfähig sind. Konnte man anpflanzen. Und so konnte man daher feststellen, ja, wie war denn das Getreide damals, das die Ägypter verwendet haben. Man kann es vergleichen mit dem, was wir heute haben. Also dieser Same, der fast ins Mineralische geht, wo das Leben stillsteht. Ich will nicht sagen tot, er ist eben nicht ganz tot. Wenn er ganz tot wäre, dann würde keine Pflanze mehr daraus wachsen. Aber es ist so zurückgenommen, so reduziert, dass es ganz fast ans Mineralische kommt. Und genau aus dem wächst aber dann, wenn sie in die fruchtbare Erde fällt, wieder die ganze Pflanze heraus. Und jetzt versuchen Sie sich das in ein inneres, lebendiges Bild zu machen, ganz konkret, an einer bestimmten Pflanze den Prozess wirklich zu verfolgen. Dazu muss man ihn wirklich jahrelang äußerlich beobachtet haben und jetzt so eine Vorstellung sich innerlich zu bilden. Das heißt, Augen zu und ich lasse die Pflanze in mir, in meiner Vorstellung wachsen. Mit allen Details. Dann bin ich schon etwas näher an dem, was ein wirkliches geistiges Erleben der Pflanze ist. Weil so sehe ich es eigentlich äußerlich nie. Ich sehe ja in Wahrheit nur die einzelnen Stadien. Und weil ich sehe ja nicht, ja, heute gibt es natürlich einen Trick, heute kann man Zeitrafferaufnahmen machen. Also das heißt, jeden Tag wird ein Foto gemacht und das lasse ich dann als Film ablaufen und dann habe ich es sehr bequem, dann schaue ich das an, ist sehr schön. Das Dumme ist nur, ich habe es dann nur als sinnliche Wahrnehmung und nicht als inneres Bild. Also dass wir uns halt so schwer tun, die inneren Bilder zu machen, hängt sehr viel damit zusammen, dass wir das ganze Zeug da haben, bis zum Breitbandbildschirm oder sonst was, weil wir eigentlich die Bilder nur mehr äußerlich erleben. Wir haben verlernt, sie innerlich zu erleben. Und das wäre einmal ein wichtiger Schritt, also zu dem inneren Bild zu kommen. Da bin ich noch lange nicht beim Begriff, beim wirklichen Begriff. Bin noch einmal beim inneren Vorstellungsbild, aber jetzt bei einem lebendigen inneren Bild. Jetzt gehe ich weiter, schaue ich mir andere Pflanzen an, mache dort genau dasselbe, also ich studiere die Rosen, ich studiere die Gänseblümchen, was so daherkommt, ich studiere einen Ackerschachtelhalm,
was auch immer, also die unterschiedlichsten Pflanzen, alle haben nämlich in gewisser Weise dieses Prinzip: herauswachsen, ausdehnen, zusammenziehen, ausdehnen, zusammenziehen, ausdehnen, noch einmal zusammenziehen. Manchmal sind die Blütenblätter gar nicht so wirklich fein sichtbar, also es kann sehr einseitig manchmal werden, also bei Gräsern ist das sehr einseitig, aber die haben auch ihre kleinen Blütchen drauf. Wenn man sich die Gräser anschaut, natürlich haben sie auch die kleinen Blütchen drauf, weil es halt dieser Spross wahnsinnig lang und die Blätter sind sehr, sehr lang, die da vom Spross weggehen, es sind gar nicht so viele. Also ich versuche jetzt, die ganze mir zugängliche Pflanzenwelt einmal durchzugehen. Und jetzt versuche ich mir ein inneres Bild von dem zu machen, was allen Pflanzen gemeinsam ist. Eben dieses Ausdehnen, Zusammenziehen, Ausdehnen, Zusammenziehen, Ausdehnen, Zusammenziehen, aber jetzt als konkretes Bild. Als konkretes inneres, wie soll ich sagen, Bildexperiment geradezu. Also das heißt, ich lasse jetzt die Rose in mir wachsen und jetzt verwandle ich es ins Gänseblümchen. Oder ich verwandle es in den Ackerschachtelhalm. Ich verwandle es in irgendein Gras. Ich verwandle es in den Weizen, in den Roggen, in alles Mögliche. Im inneren Bild. Dann habe ich ein Bilderlebnis, das ich nicht einmal mit dem Zeitraffer wirklich zusammenbringe. Jetzt machen Sie das angenommen mit 20 Bildern, wenn Sie das im Zeitraffer übereinander legen, dann sehen Sie gar nichts mehr. Weil das sind x Bilder übereinander und man bekommt zumindest einen sehr verwaschenen Eindruck. Wenn Sie das innerlich machen, also so wie Goethe, ich kann das nicht mit den Pflanzen, dazu habe ich nicht genug Erfahrung mit den Pflanzen. Also ich kann es nur sehr näherungsweise, aber doch so weit, dass ich dann sehe, im inneren Erlebnis ist es kein Problem, alle diese Dinge gleichzeitig zu haben. Es ist nämlich ganz interessant, wenn man wirklich dann das erlebt, was Goethe die Urpflanze nennt. Das heißt, diese bewegliche innere Gestalt, die sich in alle Pflanzen verwandeln lässt, dann habe ich sie, obwohl sie bewegt ist, und das ist jetzt paradox, in völliger Zeitlosigkeit. Es ist jede mögliche Gestalt gleichzeitig mir gegenwärtig. Sie merken, das ist ein Bewusstseinszustand, den wir eigentlich normal nicht kennen. Aber der ist den Menschen zugänglich. Absolut durch Übung. Und Goethe war jetzt nicht in dem Sinn Geistesforscher wie Rudolf Steiner, sondern eigentlich diesbezüglich Naturforscher. Aber er hatte diese Gabe, diese inneren Bilder sich so lebendig zu machen, dass sie nämlich das geistige Wesen der Pflanze zeigen. Und dass ich das erleben kann. Erleben kann in einem inneren Bild, in etwas, was Rudolf Steiner jetzt nennt Imagination, die in Zeitlosigkeit da ist. Also man kann das erleben, ich habe das letztens bei unserem internen Vortrag erzählt, wenn man so eine Bildgestalt sich innerlich aufbaut und dann in der Meditation ganz stark darin lebt, dann ist das ein unheimlich reicher Inhalt, der also nicht vergleichbar ist mit unseren abstrakten Gedanken, die wir uns bilden, selbst wenn wir noch so ausgetüftelte Sachen uns zusammendenken. Es ist eben erstens einmal bildhaft, es ist von einem unglaublichen Reichtum, es ist beweglich und trotzdem vergeht im Äußeren keine Zeit. Das ist das Interessante.
Das geht sogar, also es ist sehr schwierig, weil Meditation tut man sich sehr leicht, wenn man die Augen zumacht und das Äußere ausschaltet. Wenn man sehr konzentriert ist, schafft man es, zugleich die äußere Welt zu beobachten und die Imagination. Und dann kann ich sogar auf den Uhrzeiger schauen, auf den Sekundenzeiger der Uhr. Während ich da, mir kommt es wie Stunden vor, dass ich das innere Bild erlebe. Der Zeiger steht. Es vergeht keine Zeit außen. Es gibt ein ähnliches Phänomen im Traum. Traumbilder sind oft angeregt durch irgendeinen äußeren Sinneseindruck, der hereinkommt. Zum Beispiel der erste Sonnenstrahl, der durchs Fenster fällt. Wir schlafen aber noch, die Augen sind zu. Und jetzt erlebe ich eine wüde Geschichte, wo schließlich das ganze Haus in Flammen steht, die Feuerwehr kommt und alle möglichen Leute gerettet werden. Und das Ganze dauert 1 Stunde oder 2 Stunden. Und das war nur der erste Sonnenstrahl, der hineingefallen ist. Wenn ich dadurch dann aufwache, aus dem Traum hochschrecke, merke ich, das ist das erste Zipfel von der Sonne. Das innere Zeiterleben ist ein völlig anderes als das äußere Zeiterleben. Vor allem, was ja auch im Traum ist, im Traum kann das springen. Da kann ich von einem Moment zu einem ganz anderen springen. Genauso wie von einem Ort plötzlich im Traum an einem ganz anderen Ort bin, ohne dass ich irgendwie hingegangen wäre. Und im Traum irritiert einem das überhaupt nicht. In der Imagination, die aber jetzt im Unterschied zum Traum eben voll wach bewusst erlebt wird, kann ich in der Bewegung jederzeit vorwärts, rückwärts gehen. Ich kann das Wachstum der Pflanze, dieser Urpflanze, verkehrt herum mir anschauen, also wie das jetzt wieder zurückschlüpft in den Samen. Ich kann mir verstärkt anschauen, wie die Blätter herauskommen, wie sie sich wieder zurückziehen. Ganz nach Belieben. Ich kann vorwärts, rückwärts, ich kann in der Zeit spazieren gehen sozusagen. Das ist das innere Erlebnis, das da ist. Und das ist nichts anderes zunächst, als eine Steigerung dessen, was ich als Vorstellungsbild mir bilde, von etwas zunächst äußerlich Gesehenem. Wenn ich die Augen zumache und das innere Bild zurückbehalte. So ist es bei Goethe ja auch entstanden. Er hat zuerst wirklich die äußeren Pflanzen angeschaut, in ihren verschiedenen Wachstumsstadien studiert, das mit vielen Gestalten, mit vielen Pflanzen gemacht. Und zuletzt hat sich ihm das, man kann sagen von selbst, zu diesem inneren Bild der Urpflanze verdichtet. Und die hat er nicht nur so real gesehen wie die äußere Pflanze, aber innerlich, sondern noch viel realer. Weil wenn man so ein Bild erlebt, das so wandlungsfähig ist, das so viele Facetten hat, da kommt ein äußeres sinnliches Bild gar nicht mit, nicht einmal annähernd mit. Es ist blass dagegen. Das ist reich. Die Urpflanze, das ist der Begriff der Pflanze, der wirkliche Begriff der Pflanze. Das ist das Prinzip, das nämlich schaffend draußen in allen Pflanzen lebt und wirkt. Und Goethe sagt selber dann, aus dem heraus kann im inneren Bild jede mögliche Pflanze mir bilden. Ja, ich kann sogar Pflanzen bilden, die es gar nicht gibt, die es aber geben könnte, weil sie innerlich konsequent sind. Und Sie sehen, er beobachtet im Grunde genau denselben Prozess, der in der Natur passiert, in dem in der Evolution, in der Entwicklung die verschiedenen Pflanzenformen entstehen. Es hat ja auch nicht alle Pflanzen, die es heute gibt, ewig gegeben. Ich meine, am Anfang sind irgendwelche Ackerschachtelhalme, also die Schachtelhalmgewächse, von denen unser Ackerschachtelhalm so ein Rest ist. Es gab einmal Zeiten, wo es keine Blütenpflanzen gibt, wo es ganz Rudimentäres im Grunde gab, Farne, da ist nur das Blattprinzip da. Das Blütenprinzip gibt es noch gar nicht. Und welche Pflanzen mögen noch alle kommen? Wir sind ja nicht am Ende der Entwicklung. Es geht weiter.
Also das heißt, was Goethe in dieser Urpflanze schaut, ist im Grund die ganze Erdgeschichte der Pflanzenentwicklung. Über unsere Gegenwart hinaus bis in die Zukunft. Das lebt da drinnen. Wenn Sie sich das jetzt nehmen, haben Sie mal eine Grundvorstellung von dem, was ein lebendiger Begriff ist. Der Begriff der Pflanze. Da können die ganzen Kompendien, die naturwissenschaftlichen Kompendien, und das sind Bibliotheken voll, die erklären, was eine Pflanze ist, nicht mit. Daher kann die Naturwissenschaft nicht erklären, warum die Evolution so gegangen ist, wie sie gegangen ist. Immer der Zufall. Der Zufall kommt rein. Das ist das Typische der materialistischen Evolutionstheorie. Es gibt Naturgesetze, aber dann fällt der Zufall hinein, baut etwas, was überlebensfähig ist, überlebt, was halt nicht überlebensfähig ist, geht zugrunde. Und so ist halt langsam die Welt draußen entstanden. Aber man versteht nicht, warum es gerade heute Löwen gibt, die so ausschauen, wie sie eben heute ausschauen. Könnten ganz anders auch sein. Wenn es sich der Naturwissenschaft ausdenkt, dann kämen lauter Chimären raus. Nichts, was wirklich lebensfähig ist. Daher, zum Beispiel, wenn wir heute willkürlich durch Gentechnik Pflanzen, Tiere verändern, dann sind die eigentlich alle kaum lebensfähig, zumindest nicht fortpflanzungsfähig. Die gentechnischen Pflanzen sind ja eigentlich nicht fortpflanzungsfähig. Gedeihen im Grunde nur unter sehr künstlichen Bedingungen, weil sie im Grunde eben nicht, zum Beispiel wenn es Pflanzen sind, dem Urbild der Pflanze entsprechen, sondern eigentlich aus dem Lebensprozess herausfallen. Schon. Nicht ganz, aber zumindest ein bisschen. Und daher also sehr viel künstlichen Aufwand brauchen, um überhaupt am Leben erhalten zu werden. Das heißt, man versteht das Kernprinzip des Lebens eigentlich nicht dadurch. Das kann man nur durch die Imagination auf erster Stufe einmal erleben. Dann nähern wir uns jetzt wirklich dem lebendigen Begriff langsam. Aber dieses innere Bild der Urpflanze, die Imagination, ist noch nicht das Ende. Es ist erst der schwache Anfang. Weil noch immer ist mir nicht erklärlich, warum gibt es überhaupt Pflanzen, warum gibt es Tiere, warum gibt es Mineralien, wie hängt denn das alles zusammen? Ich habe also ein Bild, das Bild kann ich benutzen, um verschiedenste Erscheinungen in mir zu bilden, die auch dem draußen in der Natur entsprechen, aber ich verstehe den inneren Zusammenhang all der Erscheinungen noch nicht wirklich. Dazu muss ich noch weitergehen. Dazu muss ich noch weitergehen und etwas ganz Schwieriges machen. Ich muss eigentlich dieses Bild, dieses innere Bild, dieses imaginative Bild, das lebt in mir und, wie wir sagten, eigentlich stärker ist als jede Sinneswahrnehmung draußen, viel intensiver ist, weil ich auch viel intensiver damit verbunden bin. Man muss sich denken, wenn ich draußen die Welt anschaue, stehe ich der Welt draußen gegenüber. Die Pflanze ist dort und ich bin da. Wenn ich die Imagination in mir habe, dann lebe ich in dieser Gestaltbildung drinnen. Die Pflanze ist in mir oder ich tauche in dieses Bild, dieses innere Bild der Pflanze ein. Ich bin nicht getrennt in Wahrheit von der Pflanze. Das heißt, da ist nicht diese Distanz. Ich schaue die Pflanze dadurch auch nicht einfach äußerlich, sondern ich krieche ja eigentlich in sie hinein. Ich mache das in gewisser Weise, das Bild, und trotzdem ist es aber die Gesetzmäßigkeit, die in den Pflanzen lebt. Da kündigt sich schon was sehr Interessantes an. Die normale Erkenntnistheorie heute sagt, wir müssen die objektive Welt erkennen. Wir müssen die Welt so erkennen,
wie sie ist, wenn ich gar nicht daran beteiligt bin. Ja, dann sehe ich die Objektwelt, ganz richtig. Das ist die tote Welt, der ich gegenüberstehe. Objekte sind tote Dinge. Und ich kann auch Lebendiges wie ein Objekt betrachten, dann betrachte ich es aber eigentlich wie einen toten Gegenstand, auch wenn er bewegt sein mag. Wenn ich eine Pflanze so betrachte, dann sehe ich nicht die lebendige Pflanze, sondern ich sehe im Grunde einen raffinierten Mechanismus, der sich bewegt und da etwas bildet. Ich sehe die Pflanze eigentlich nicht. Ich sehe bei einem Tier, was in dem Tier wirklich lebt, was in dem Tier an Empfindung da ist, nicht. Ich schaue es äußerlich als Objekt an. Dann sehe ich eigentlich nur das, was tot daran ist. Das ist nämlich die besondere Eigenschaft der Sinneswahrnehmung, dass sie für sich genommen alles bis auf das Tote ausblendet. Sie zeigt uns immer nur die äußerste Hülle. Die äußerste Hülle. Nicht das, was dahinter eigentlich gestaltend wirkt. Und in allem in der Natur draußen wirkt ein Gestaltendes drinnen. Selbst bis ins Mineral hinein. Nur ist das Mineral halt dann letztlich wirklich abgestorben, ist herausgefallen aus dem Lebensprozess. Aber in der Natur bildet sich jedes Mineral im Entstehungsprozess aus etwas Lebendigem. Wenn da die Wasserströme fließen im Gebirge, die Lösungen, die sich dort man erkennt es halt heute nicht oder anerkennt es nicht als Lebensprozess. Wenn sich die Gebirge verschieben, die Erdschichten verschieben, alle diese Prozesse, die da mitwirken, die ganze Erde ist ein Lebewesen. Nicht nur das Grünzeug, das drauf ist und die Tiere, die herumlaufen und wir, die aufrecht darauf spazieren. Die Erde als Ganzes ist ein lebendiges Wesen. Sonst würde sie nie entstanden sein. Es ist also der Irrtum zu glauben, dass das durch rein physische Prozesse gebildet wurde von irgendwas. Das heißt, alles, was uns die Physik darüber erklärt, die Astrophysik, zeigt nur das Ganze ab dem Moment, wo es abgestorben ist. Zeigt uns die abgestorbenen Dinge. Zeigt uns immer nur im Grunde die Schlacke, die Asche. Nicht den lebendigen Prozess. Den lebendigen Prozess kann ich zum Beispiel wie Goethe erleben, wenn ich in die Urpflanze oder zumindest in das Urbild einer bestimmten Pflanze eintauche und in mir mit meinen Lebenskräften nachlebe die Lebenskräfte, die draußen wirken. Da arbeite ich nämlich genau in derselben Sphäre, ich verwende auch genau dieselben Kräfte. Es sind nämlich die Kräfte, die mich beleben, dieselben Kräfte, die draußen die Natur beleben. Sie nehmen in mir eine bestimmte spezielle Gestalt an, sonst hätten wir alle vielleicht ein Gänseblümchen werden. Aber wir haben auch die Kräfte in uns, die das Gänseblümchen bilden. Die sind auch drinnen, nur kommen die bei uns nicht so definitiv zum Vorschein, sondern nur in einer sehr, sehr reduzierten Weise. Im Übrigen liegt darin der Grund, warum wir überhaupt die Welt draußen erfassen und verstehen können. Wenn wir nicht in uns dieselben bildenden Kräfte hätten, die auch draußen wirken, dann wird man nie zu einer Erfassung dessen kommen, was da draußen ist. Und was wir heute Wissenschaft nennen, ist halt nur der abgestorbene Rest davon. Das ist das, was der Intellekt dann macht. Der Intellekt hat nur mehr das Tote, hat den Begriff Pflanze, zweizeilige Definition davon und so geht es halt weiter. Dann wird jeder Begriff noch einmal aufgespalten in 5 andere. Schließlich ist eine ganze Bibliothek voll mit Definitionen und mit Formeln und mit Rechnungen, aber es ist nur das Tote. Die Erde ist natürlich eben auch, man könnte sagen, zum Teil abgestorbenes Wesen. Es gibt auch das Tote, ganz klar. Aber es ist aus einem lebendigen Prozess herausgewachsen und dorthin führt wirkliches Denken. Also das heißt, das ist das, was etwa die Scholastiker noch erleben konnten, auch ähnlich wie Goethe. Wobei es wenige gibt, selbst bei den Scholastikern, selbst der größte
der Scholastiker, der noch zu diesen Realisten zählte, für die also diese Idee, die Idee der Pflanze von mir aus das eigentlich Reale war. Ja, selbst der Thomas von Aquin hat das nur mehr sehr schwach erlebt. Bis kurz vor sein Lebensende. Etwa, also nicht einmal ein Jahr vor seinem Tod, am Nikolaustag, im Jahr, vor dem er gestorben ist, muss also 1273 gewesen sein, am Nikolaustag, hatte er so eine imaginative Schau. Er hat nicht darüber gesprochen, wie sie ist. Er hat nur eines gesagt: Seit ich das erlebt habe, weiß ich, dass alle meine Schriften trockenes Stroh sind. Und er hat seitdem nicht eine Zeile mehr geschrieben oder diktiert. Ich meine, er hat dann immer sehr lange gelebt. Aber sozusagen am Ende seines ganzen Lebens, seiner ganzen Beschäftigung mit diesem lebendigen Denken, das aber bei ihm trotzdem nur mehr sehr, sehr, sehr schwach war, schon ein fast absterbendes war. Aber dann am Ende kam der große Durchbruch. Dann kam der große Durchbruch und dann durfte er bald die Augen für dieses Erdenleben schließen. Obwohl man nachgeholfen hat dabei, muss man auch dazu sagen. Also er ist ja nicht, vermutlich zumindest nicht eines natürlichen Todes gestorben, sondern man hat nachgeholfen. Also ging um kirchenpolitische Gründe und auch äußere politische Gründe wie immer. Man kommt etwas weiter zurück, also wenn man zu Denkern geht wie Johannes Scotus Eriugena, 9. Jahrhundert, der auch ein Werk über die Natur geschrieben hat, der noch etwas mehr von diesem bildhaften Erleben hatte, aber trotzdem, selbst wenn man diese Schriften liest, sie sind Stroh. Sie sind abstrakt. Immer noch. Also man muss eigentlich weit zurückgehen, dass man in alter Form das findet, von Menschen, die es als Naturanlage hatten, die es vielleicht durch einen Einweihungsweg hatten später. Da komme ich aber jetzt schon zurück bis so etwa in die ägyptische Zeit. Vor die ägyptische Zeit sogar. Da war diese Fähigkeit, diese inneren Bilder zu erleben und sie stärker zu erleben als die äußere Welt, das normale Bewusstsein. Also wenn ich jetzt etwa zurückgehe noch, was Rudolf Steiner nennt die urindische Zeit. Das ist noch lange vor der Zeit, aus der wir schriftliche Überlieferungen haben. Also eine urindische Kultur, die er nennt, von der es kaum äußere Spuren gibt, aber die er geistig schauen konnte. Da hatten noch viele Menschen dieses innere Erlebnis, aber sie fühlten, die äußere Sinneswelt wird immer stärker. Vorher war die für die Menschen blass, in Wahrheit. Viel stärker war das innere Erleben, und wenn ich durch die Welt gehe, durch das innere Bild spüre ich, da ist eine Gefahr, dort kommt ein wildes Tier, da ist irgendwas. Das hat sich in einem inneren Bild geäußert. So wie wenn wir im Traum durch die Welt gehen würden und plötzlich sagen, da springt der Löwe entgegen. In Wahrheit ist es ein Eck, dem ich ausweichen muss. Aber ich sehe ein inneres symbolisches Bild. Die Menschen sahen einmal nicht die äußere Welt und haben sich trotzdem sicher orientiert. Wir sind es, besonders die heutigen Menschen, dass wir sagen, die Welt erscheint uns gegenständlich. Wir sehen Dinge in der Welt, die wir unterscheiden können, und wir können uns bewusst dadurch orientieren. So war das Erleben einmal nicht. Die Menschen haben innere Bilder gehabt, an denen sie sich orientiert haben, und die waren stärker als die äußeren sinnlichen Bilder. Bei den Tieren ist es heute noch so. Da nicht glauben, dass ein Tier, das eine Maus fangt, also eine Katze, die eine Maus fangen will, jetzt sitzt, sagt er, ich habe Hunger, dort sitzt eine Maus. Die Katze hat, wenn sie
Hunger hat, denn nur dann ist sie überhaupt dazu gestimmt, die Maus wahrzunehmen, sonst ist ihr die völlig gleichgültig. Da taucht ein inneres Bild auf. Es hat natürlich was mit der Maus dort zu tun, die dort sitzt. Aber sie sieht nicht die äußerliche Maus, sie sieht dieses Bild. Und die Maus sieht wahrscheinlich ein anderes Bild. Es wird irgendwie anders aussehen. Für die Katze wird es ein sehr erfreuliches Bild wahrscheinlich sein. Also es ist auch mit einem starken Lusterlebnis verbunden dann natürlich das Ganze, dieser Spieltrieb, der Jagdtrieb. Natürlich, von uns äußerlich betrachtet, sieht es so aus, die Katze visiert mit den Augen die Maus an und schließt daraus, sie müsste genau die Welt so erleben wie wir. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja, sie braucht die Sinnesorgane, um die Maus zu erfassen, aber trotzdem, sie erlebt etwas anderes dabei. Und so haben die Menschen auch einmal die Welt anders erlebt und diese Urinder, und das hat sich ja später auch in den Schriften viel später niedergeschlagen, sie sprechen vom Schleier der Maya, der sich über die geistige Welt zieht. Die Sinneswelt ist dieser Schleier, der verdeckt mir das Geistige dahinter. Plötzlich sehen nur mehr Gegenstände, nicht mehr das Geistige. Allerdings, ein großer Gewinn ist dadurch entstanden. Und darum musste das kommen. Weil die Menschen haben sich nicht wirklich bewusst als Ich gefühlt, als individueller Mensch. Sondern sie haben mit diesen Bildern gelebt, die Bilder haben ihnen was erzählt. Und in dem sind sie mit ihrem Bewusstsein dahingeschwommen. Die Mitte in sich haben sie nicht gefunden. Die finde ich zunächst einmal erst dann, wenn da vorne die Aurora untergeht und plötzlich nur mehr da wo anstoß. Ich stoße mich an dem Ding da. Ich stoße mich an der Welt. Ich bin's da, der plötzlich nicht die inneren Bilder hat, sondern der, da sind wir heute angelangt, den abstrakten Gedanken hat. Ich bin da, der Gegenstand ist dort. Ich stehe ihm gegenüber. Ich weiß mich als ich, weil ein Gegenstand mir gegenübersteht. Wir hätten es nämlich unheimlich schwer, wenn wir im leeren Raum schweben würden, abgesehen davon, dass mit Atmen schwierig wäre. Aber wir würden uns völlig verlieren, wenn wir nicht eine Welt uns gegenüber hätten. Wir könnten vielleicht noch dieses Objekt betasten. Sind das wir? Bin das ich? In dem Moment, wo ich es äußerlich erfassen kann, ist es eigentlich auch nicht mehr Gegenstand. Versuchen Sie mal den Unterschied zu spüren, innerlich sich zu fühlen und Ihren Körper äußerlich zu betasten. Wobei man dazu gleich sagen muss, es gibt ja auch Sinnesorgane, die auf den Körper selber gerichtet sind, innere Sinne. Wir haben zum Beispiel einen Muskelsinn, also einen Bewegungssinn. Wir spüren die Muskelbewegungen. Wir haben ganz offensichtlich einen Schmerzsinn, wenn wir uns irgendwo angehauen haben, wissen wir das ganz deutlich, dass wir einen Schmerzsinn haben, der ist relativ undifferenziert, aber immerhin. Aber wir haben einen Tastsinn. Was spüren wir da eigentlich? Die Tastkörperchen sind nämlich da drunter. Wir spüren eigentlich uns an dem Ding. Aber in der Art, wie wir uns an dem Ding spüren, kriegen wir ein bisschen was von dem auch mit. Glatt. Glatter, da muss ich aber schon Bewegung machen, sonst kriege ich das gar nicht mit. Wenn ich nur so mit dem Fingerspitzel hingehe, spüre ich die Qualität gar nicht so. Wenn ich drüber fahre, aber ich spüre eigentlich zugleich mich an dem Ding. Also, dieses Selbstbewusstsein, das wir entwickeln, dazu war notwendig, dass wir diese imaginative Schau verlieren. Darum haben wir heute die abstrakten Begriffe, die im Grunde fast nur Worte sind. Tisch, Klavier, Plafond, was auch immer.
Wissenschaftlich kann man da eine Definition noch dazu machen, aber das ist im Grunde auch eine Aneinanderreihung von Worten, die beschreiben ein paar Grundeigenschaften von dem Ding. Ihr eigentliches Wesen, sofern es nicht was ganz Totes ist, eröffnet sich dem nicht. Weil mit dem heutigen Verstand erfasse ich eben nur von der Außenseite das, was tot ist. Und selbst das Lebendige erfasse ich nur, als wäre es ein Totes. Es kann ja trotzdem bewegt sein, eine Maschine kann auch bewegt sein. Daher ja auch kein Wunder, dass dann im 17., 18. Jahrhundert immer mehr die Vorstellung kam, naja, der Mensch ist auch eine Maschine. Eine komplizierte Maschine halt. Aber im Prinzip es sind physikalische Prozesse, die ablaufen und damit erkläre ich den Menschen. Es ist heute im Grunde nicht viel anders. Man stellt sich halt nicht mehr ganz so rein mechanisch vor, sondern es ist halt eine biochemische Maschinerie, die der Mensch sein soll. Da erfasse ich nur das Tote. Aber sehen Sie, das Interessante ist, indem ich so über den Menschen denke, lerne ich trotzdem wieder zu mir zu kommen. Ich spüre mich in dem Denken. Ich erlebe nämlich jetzt nicht, was darin wirklich gestaltend wirkt, in der Pflanze, in dem Tier, sondern ich erlebe mein Nachdenken über das, was ich von außen sehe und wo ich spekuliere, erschließe, eine Art Indizienbeweis mache, was ich vermute, dass es Gesetzmäßigkeit darin wirken könnte. Ich habe es nur mit meinem Denken zu tun, mit meinem abstrakten Denken. Und da spüre ich mich ganz stark drinnen. Darum musste diese Art des Denkens kommen, damit die Menschen sich selbst erfassen lernen. Die Frage ist nur, müssen wir dort stehen bleiben oder geht der Weg weiter, dass ich dieses Ich-Bewusstsein, das ich mir jetzt erworben habe, mitnehme und wieder in dieses Lebendige eintauche. Und jetzt aber ganz bewusst, so wie es anfänglich Goethe getan hat, mit der Urpflanze zum Beispiel. Dass ich jetzt trotzdem diese Bilder als Imagination vor mir stehen, in denen sich eigentlich die Gesetzmäßigkeit dieses Lebendigen vor mir zeigt oder in mir zeigt und ich trotzdem ganz wach bewusst dabei bleibe. Obwohl ich mit dem Bild ganz verbunden bin, obwohl ich es eigentlich mache. Es passiert nämlich nicht ohne dass ich tätig bin, innerlich, geistig. Und trotzdem ist es die Gesetzmäßigkeit dessen, was da außen ist. Das ist das Spannende, das Paradoxe. Das sagt uns etwas über unser Ich. Das Ich macht nämlich das. Das Ich hat es schon damals bei den alten Menschen gemacht, diese Bilder. Das heißt, wir müssen zwei Dinge auseinanderhalten, unser Ich und unser Ich-Bewusstsein. Das sind zwei verschiedene Dinge. Unser Ich ist zum Beispiel das, was uns sicher durchs Leben führt. Das uns sicher dorthin führt, wo wir auf der Bananenschale ausrutschen, weil wir es gerade brauchen. Das uns in Lebenssituationen führt, die uns ein großes Lebensglück dann bedeuten und wir wissen nicht, wieso es passiert. Das ist unser wirkliches Ich. Unser Ich ist nämlich nicht das, dass ich weiß, geboren am so und so vielten männlichen Geschlechts, in der und der Familie, die und die Verwandte, Schule dort besucht, Gymnasium dort besucht, Universität studiert, jetzt endlich höherer Beamter beim Staat, mit gutem Einkommen. Das ist alles nicht ich. Das ist alles äußerlich. Das Ich ist ganz was anderes. Es ist genauso nur die äußere Hülle. Ja, Sie können sich ganz deutlich sagen, was alles äußerlich am Ich ist. Alles das, was mit dem Tod abfällt. Alles das, was äußerlich ist, ist weg, nämlich. Die Frage ist, bleibt dann was oder bleibt nichts? Nicht wahr? Die Sinneseindrücke, ist alles weg. Alles weg. Die Frage ist, was bleibt dann? Dort sind wir nämlich erst beim eigentlichen Geistigen. Das andere ist äußere Hülle.
Und so ist es bei allem Lebendigen, zumindest in der Natur. Und selbst das Tote ist aus dem Lebendigen herausgefallen, ist aus dem entstanden, in der Natur zumindest. Wir sind die Ersten, im Wesentlichen, die zusammenbringen, aus dem Toten jetzt was zu konstruieren. Das ist dann die Technik. Wir machen aus dem Toten was. Die Natur baut keine technischen Instrumente. Selbst wenn jetzt manchmal die Biologen oder so sagen, ja, da, zum Beispiel bei den Einzellern, da gibt es welche, die haben hinten so eine Geißel, so ein Schwanzerl, das sich bewegt. Ja, das ist eigentlich wie ein Motor. Ist fast so aufgebaut auch wie ein Motor. Also es gibt wunderschöne Zeichnungen davon. Es ist kein Motor, es ist keine Technik. Es funktioniert nach ähnlichen Prinzipien, aber der Unterschied ist, das lebt und der Motor lebt nicht. Weil das, was in der einfachsten Zelle drinnen ist, unterliegt nämlich dem ständigen Stoffwechsel. Ununterbrochen wird ausgetauscht. Eine Maschine besteht aus Teilen, die zusammengebaut ist, und wenn ein Teil kaputt ist, dann muss ich ihn als Ganzes austauschen. Im Lebendigen fließt der Stoff eigentlich nur durch. Das heißt, wenn ich sie als Lebewesen betrachte, muss ich eigentlich das ganze Stoffliche wegrechnen. Das strömt nur durch. Ich muss sie eigentlich in ihrer Gestalt nehmen, die da ist, durch die die Stoffe nur durchströmen. Mit jedem Atemzug. Wir nehmen Luft von außen auf, atmen verbrauchte Luft aus, und damit geht von uns auch wieder etwas weg. Und was Neues kommt herein. Die Stoffe fließen durch uns durch. Das hat der alte Philosoph Heraklit so schön gesagt. Pantare, alles fließt, die Kurzformel. Also genau, das ist eigentlich die dann nach ihm benannte Kurzformel. Eigentlich hat er so ähnlich gesagt, du steigst nie zweimal in denselben Fluss. Wenn du das nächste Mal reinsteigst, ist das Wasser schon wieder ganz anderes, und du selbst bist auch ein anderer geworden in der Zeit. Also es fließt, im Lebendigen fließt es beständig. Und ist so beweglich wie diese inneren Bilder. Also das Ich hat nichts mit all den Dingen zu tun, die man so fixieren kann. Nichts mit dem, was in irgendeinem Taufschein steht oder in einer Sterbeurkunde oder sonst wo, und allem, was sich dazwischen an Urkunden ansammelt. Das sind nicht wir. Das ist so wie die Schuppen, die man von der Haut täglich abschuppen. Das ist die Außenseite. Das heißt, das ist nicht das, was uns ausmacht. Und wenn Sie herangehen jetzt an dieses Ich-Erlebnis. Wir erleben es nämlich jetzt so, wie wir heute als Menschen sind. Heute sagt zwar jeder zu sich Ich und sagt, ja, ich weiß ich bin und ich bin der eben da und dort geboren. Eigentlich wissen wir von unserem Ich nicht mehr, als dass wir es haben. Wir sind uns dessen gewiss, wir haben ein Ich. Fragen Sie sich selber mal, was ist wirklich mein Ich? Und lassen Sie alles das weg, was die Äußerlichkeiten sind. In welcher Lebenssituation stehe ich, welche Familie habe ich, welche Freunde habe ich, welche Gegner habe ich vielleicht, welche Berufskollegen habe ich. Das sind alles die Äußerlichkeiten. Streichen Sie die alle weg. Dann erst kommen Sie zum Ich. Die Frage ist, was bleibt dann über im Erlebnis? Nehmen Sie die ganze Sinneswelt, die wegstreichen. Wann passiert denn das? Es passiert jeden Tag bzw. jede Nacht. Wenn wir schlafen, ist einmal die ganze äußere Welt weg. Es sind unsere ganzen Gedanken, dass ich Hofrat sowieso bin oder dieses oder jenes, sind weg. Es gibt vielleicht noch die Träume, da wirken meistens Erinnerungsbilder, die umgestaltet sind, und dann ist finster.
Nicht nur in der Nacht meistens. Es wird zumindest wenige Menschen geben, die in der Nacht während des Schlafes bewusst sind. Die ganze Nacht durch, obwohl sie schlafen. Aber bewusst jetzt nicht mit irgendeinem sinnlichen Eindruck, nicht mit einer Erinnerung an ein sinnliches Erlebnis, sondern einfach nur wach sind. Das ist schwer. Wenn einem das gelingen würde, zumindest für einen Moment, dann komme ich vielleicht dorthin, wo das wirkliche Ich ist. Aber bis dahin ist es im Grunde ein schwarzes Loch, ein Lückerl in der Wand. Ich sehe es nur, weil dort nichts ist. Sie sehen ein Loch in der Wand auch. Eben gerade weil nichts dort ist. Horchen Sie auf das Wort, das ist interessant. Ich und nicht. Das Ich steckt da drin. Das Ich ist nicht irgendetwas, was ich gegenständlich, objektiv fassen oder beschreiben kann. Alles, was ich irgendwie wie ein Gegenstand beschreiben kann, ist nicht das Ich. Das heißt, man kann eigentlich im Grunde über das Ich nicht sprechen. Man kann es nur, wenn bildhaft umschreiben, muss sich aber dann bewusst sein, dass die Bilder es nicht treffen, dass sie nur so hinleiten. Sie sind darum immer so schwer, über das zu sprechen, weil man eigentlich nicht sprechen kann darüber. Es ist eigentlich das Unaussprechliche. Es ist der unaussprechliche Name Gottes, wie es in der Religion heißt. Da hatte man noch ein Erlebnis davon, dass das nämlich das Große, das Welten-Ich ist. Aber unser kleines Ich hat mit dem etwas zu tun. Hat mit dem etwas zu tun und ich sage Ihnen warum. Wenn ich, wie Goethe beispielsweise, fähig bin, das Geistige, das in der Welt gestaltet, zum Beispiel die Pflanzenwelt, wenn ich das in mir, durch mich, durch meine Aktivität erleben kann, dann ist in mir eine Kraft, die dem gleich ist, die das draußen geschaffen hat. Es ist dieselbe Kraft. Sogar. Das heißt, das Ich ist zumindest vorsichtig ausgedrückt Teil dieser göttlichen, geistigen, wie immer Kraft, die draußen die ganze Natur gestaltet. Das heißt, ich finde mein Ich überall. Wenn ich, so wie Goethe, die Pflanze betrachte, finde ich mein Ich in der Gestaltung der Pflanze. Ich finde es in der Gestaltung der Tiere. Ich finde es überall in der Welt, wo ich nur hinschaue. Aber nicht an der Außenseite, sondern an der Innenseite. Und daher sagt sowohl Goethe als auch dann in der Folge Steiner, weil der Goethe hat das so schön im Faust, der Faust sagt das so schön, damit ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und damit meint er keineswegs, dass ich schaue, also gut, was machen die Atome, was ist der Atomkern und was ist im Kern noch drinnen, das ist alles Außenseite. Kann ich zergliedern, immer weiter, bis zu den Quarks oder sonst was hinunter. Außenseite, ist alles nur Außenseite. Das Innere der Natur kann ich nur in mir, im Ich erleben. Das ist das Interessante. Das heißt, im Grunde ist da keine Grenze gesetzt. Ja, individuell sind uns Grenzen gesetzt, wie weit ich halt gerade gekommen bin damit. Aber es gibt keine prinzipielle Grenze. Und Sie sehen, das sind Dinge, die aber sehr schwer zu verstehen und sehr schwer zu fassen sind. Aber vielleicht nehmen Sie eines mit davon, dass das eine ganz, ganz andere Art des Denkens ist, als die wir gewohnt sind. Eine andere Art des Denkens, als es in der Naturwissenschaft, in der Technik gebräuchlich ist. Ja, auch eine andere Art, als es heute in der Philosophie gebräuchlich ist.
Denn die Philosophie ist heute sehr stark orientiert am naturwissenschaftlichen Denken, am logisch Ableitenden, am Formalisieren der Gedankengänge. Das ist notwendig und wichtig dafür, wie wir vorhin sagten, für die Bildung des Selbstbewusstseins. Wir spüren uns in unserem Eigendenken, wie wir die Dinge konstruieren und zusammensetzen, sei es draußen in der Technik oder gedanklich. Wenn wir aber aus dem wirklichen Ich heraus denken und nicht nur aus dem äußeren Kombinierenden, dann sind wir schöpferisch tätig und machen die gleichen Schöpferkräfte in uns rege, die wirklich das da draußen gestaltet haben. Und dann verstehe ich die Welt in ihrer Entstehung. Und vielleicht verstehen Sie dann, wenn Rudolf Steiner, der auf diesem Weg sehr weit fortgeschritten ist, das Wagnis auf sich nimmt, von der Weltentstehung zu sprechen und der Absehung aller äußeren Fakten rein aus diesem inneren Erlebnis. Und noch dazu sagt, das ist die viel sicherere Art, darüber zu sprechen, als wenn ich es von außen betrachte, alle Details zerfutzel und spekuliere, welche Gesetzmäßigkeiten dahinter stehen könnten, also Theorien darüber mache. Dann studiere ich nur die Außenseite, nicht das, was wirklich die Erscheinungen hervorgebracht hat. Ja, und deswegen die Naturwissenschaft keineswegs gering geschätzt. Weil wir sie eben brauchen, um dieses starke Selbstbewusstsein aufzubauen, das notwendig ist, dass ich jetzt mit vollem Bewusstsein in solche Imaginationen hineingehen kann. Und nicht untergeht dabei und wieder unbewusst wäre, im Grunde wie die Menschen vor Jahrtausenden. Sondern dass ich ganz bewusst das anschaue und daher jetzt nicht nur äußere Wissenschaft, äußere Naturwissenschaft, sondern Geisteswissenschaft machen kann. Eine Wissenschaft, die auf geistige Beobachtung gestützt ist, Beobachtung dieser inneren Bilder, die ich selbst hervorbringe, in denen aber die Gesetzmäßigkeit von allem da draußen lebt. Sei es der Pflanze, des Tieres, was auch immer es sei. Dann bin ich bei der Geisteswissenschaft. Also, ich glaube, ich habe Ihnen heute viel zugemutet. Ich will jetzt gar nicht mehr weiter das ausufern lassen, man könnte wochenlang darüber sprechen. Es ist keine Frage. Wenn Sie Fragen dazu haben, gerne. Ansonsten nehmen Sie es einmal, denken Sie, der spinnt da vorne, der Steiner muss auch gesponnen haben. Ich sage Ihnen, es ist ein Aufbruch in eine neue Dimension. Und wenn man es an einem Zipfel einmal irgendwo erfasst hat, wenn man einmal dieses Erlebnis hatte, es fängt nämlich an mit dem Ich-Erlebnis. In dem Ich-Erlebnis diesen Reichtum zu merken. Da merkt man, das ist plötzlich ganz was anderes als das, wenn man denkt, ich bin der und der. Da kommt eine Flut von Gedanken, ich spüre, ich mache sie und sie ist so dicht, ich merke genau, ich mache es nicht da in meinem Hirnkastel, die ist um mich herum, überall da ist sie und ich fasse sie daraus und erlebe mich darin. Wenn man das nur ein Zipfel gehabt hat, dann weiß man, dass das die Tatsache ist, dass das die Wahrheit ist, dass das Wirklichkeit ist. An der Intensität des Erlebnisses, an der Klarheit des Erlebnisses und an den Folgen, wo man dann durchschaut, was in der Außenwelt da ist und es tiefer durchschauen kann, manches als Menschen, die eben nur die Außenseite sehen. Dann weiß man, weil man es erlebt, dass der Tod nicht das Ende ist, dass die Geburt nicht der Anfang ist, weil man es erlebt, weil es im Grunde nicht das geringste Problem ist, mit dem Toten, zum Beispiel der hinübergegangen ist, zu verkehren. Natürlich nicht so wie hier, weil alles Äußerliche ist weg.
Dass wir unsere Lieben, die hinübergegangen sind, nicht bewusst erleben, liegt nur daran, dass wir uns alles nur äußerlich vorstellen. Die Erinnerung des Zusammenlebens kann ein Tor sein, aber wir müssen durchschauen. Das Äußere weg, letztlich. Dann kommt erst das heraus, was hinübergeht. Und ähnlich ist es beim Hereinkommen. Es gibt immer wieder Erzählungen, Berichte von Müttern, die noch vor der Befruchtung, also wo noch gar nichts da ist, im Traum zumindest, etwas erleben von dem Kind, das sich ankündigt. Da ist es halt nicht das wache, imaginative Bewusstsein, das ist noch weit schwieriger. Aber wo sie das erleben, ich meine, wenn schon die Zeugung erfolgt ist und was da ist, ist es ja nur irgendwie materialistisch nachvollziehbar. Aber wenn noch nichts da ist, und im Bild kündigt sich was an. Wenn das Erlebnis stark genug ist, stärker ist, als ich das erlebe, dann kann man keiner mehr das wegdisputieren und sagen, das Bild der Eihe. Das ist eine Einbildung. Man kann das sehr wohl unterscheiden. Weil fragen Sie sich selber mal, was gibt denn die Sicherheit, dass das wirklich ist? Wer sagt denn, dass das nicht eine Illusion ist, dass Sie nicht alle eigentlich irgendwo in einem Bett liegen und träumen? Halt einen sehr klaren Wachtraum haben. Philosophisch können Sie es nicht beweisen. Sie können nicht beweisen, dass es das wirklich gibt. Dass das nicht nur Ihre Spintisiererei ist, die halt sehr, sehr konkret ist. Einen wirklichen Beweis gibt es dafür nicht. Im praktischen Leben wissen wir es aber sehr wohl. Und im Geistigen ist es aber nicht anders. Im Geistigen ist es nicht anders. Also es ist weit davon entfernt, dass da die Gefahr bestünde, dass man eine Illusion verfallen könnte. Man kann sicher mal etwas ungenau erleben, so wie man im Äußeren einmal was nicht so genau angeschaut hat, aber trotzdem weiß ich, das Klavier ist, da war ein Klavier, wenn ich mich nicht mehr erinnern kann, war das jetzt braun oder war das schwarz? Aber dass ich da ein Klavier gesehen habe, weiß ich, und das bin ich mir sicher, dass ich mir das nicht eingebildet habe. Also da passiert der Schritt in die andere Seite der Welt. Es sind nicht zwei Welten. Die geistige Welt und die äußere Welt sind ein und dieselbe Welt, nur von zwei verschiedenen Seiten gesehen. Und wir Menschen haben unser Ich-Bewusstsein eben auch dadurch, dass für uns diese einheitliche Welt, diese geistig-materielle Welt, wobei es natürlich höhere Ebenen gibt, die nicht materiell im herkömmlichen Sinn sind. Also so kann man zum Beispiel auch das Leben selbst als eine nicht materielle Kraft sehen. Und das Geistige ist noch was dahinter. Also es gibt verschiedene Ebenen, aber das Äußere und das Innere bilden eine Einheit. Wir, so wie wir gebaut sind, durch unseren ganzen Sinnesorganismus, durch unser Hirnkastel, wie es gebaut ist, spalten das in zwei Teile. In einen Teil die Sinneswelt, die uns gegenständlich erscheint, die uns real erscheint, aber eigentlich immer tot erscheint, daher gar nicht wirklich die Wirklichkeit ist. Weil wenn man die Pflanze eigentlich nur wie ein toter Gegenstand erscheint, ist sie nicht die Pflanze. Das heißt, schon die Wirklichkeit der Pflanze erfasse ich nicht, wenn ich nicht diese Innenseite dazu habe. Aber die kommt von der anderen Seite und die hole ich durchs Ich herein. Dadurch wäre ich mir bewusst, letztlich auch. Also, darum sagt Steiner, Jenseits, es gibt kein Jenseits. Blöde Rederei, der Tote ist nicht im Jenseits. Der ist hier und da. Nirgends anders. Nur, dass wir ihn halt mit sinnlichen Augen nicht sehen, das ist kein Argument. Da muss ich halt mit dem inneren Auge schauen. Dann ist er genauso da. Er hat vielleicht einen viel
viel größeren Umfang, als weil er ist nicht gebunden an einen irdischen Körper, aber er ist gegenwärtig wie nur etwas. Also kein Jenseits. Kein Dualismus zwischen einer materiellen Welt und einer geistigen Welt. Eine Welt. Wir haben sie auseinandergespalten, um uns in der Mitte als Ich zu erleben und die beiden Seiten zusammenzuführen und dann erst die ganze Wirklichkeit zu haben. Und wenn man aber alles ablegt dann im Tod, also das Ich-Bewusstsein und alles, was bleibt denn dann überhaupt? Also wie erkennt man einander dann wieder? Naja, eben, da kommen jetzt natürlich die nächsten Ebenen, was ich angedeutet habe, mit dem Materie oder Äußeres gibt es in verschiedenen Graden. Zum Beispiel schon das Seelische, also das, was wir an Gefühlen, an Empfindungen in uns tragen, seelisch einfach. Das bleibt schon. Das bleibt. Zumindest bleibt davon der wesentliche Teil. Ja. Es verändert sich auch. Zum Beispiel die Empfindungen, die jetzt zu tun haben damit, ach, wie toll so ein Gulasch schmeckt. Oder anderer sagt, wie gut ein Salatblattl schmeckt. Der Geschmack des Salatblattls. Der wird wohl in dem anderen Zustand, wo man diese sinnlichen Organe, die dazu notwendig sind, um das zu empfinden, eher nicht da sein. Das heißt, es werden im Seelischen auch die Empfindungen nur da sein, zum Beispiel, wenn zwei Menschen in tiefer Liebe verbunden waren. Liebe ist sowieso mehr als ein einfaches Gefühl. Das ist also meine was. Tochter zum Beispiel verstorben ist, also beziehungsweise verunglückt ist vor einigen Jahren schon. Ja. Also ob ich die dann seelisch wieder finde. Ja, absolut. Absolut. Das nehme ich schon stark an. Oft. Ja, absolut. Absolut. Und das kann sehr, sehr stark sein. Und ich glaube es auch. Ich meine es auch. Ja, absolut. Und es fallen nur die Dinge weg, die Gefühle und Empfindungen, die sich jetzt an rein äußerliche Dinge hängen. Die spielen keine Rolle mehr. Also die tieferen Dinge. Es ist ja auch so, einen Menschen kennt man wirklich, wenn man in sein Inneres sozusagen eintaucht, wenn man dort verbunden ist. Und das sind die Dinge, die sind jetzt im Leben schon da und die sind bruchlos danach auch da. Ich sage wirklich bruchlos. Also wenn man wach genug dafür sein kann, ist es bruchlos da. Und da braucht einem niemand mehr sagen, ist das wirklich oder pützt er das Ei? Das ist mindestens so wirklich wie das. Aber halt auf einer ganz anderen Ebene. Also, das als Anregung. Die Welt ist weiter, als man denkt. Und in unserem Ich steckt viel drin. Danke.